Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video geht es mal um das Thema Saumzugaben anzeichnen. Viel Spaß! Zunächst einmal zu den Begrifflichkeiten Nahtzugabe und Saumzugabe. Was ist da eigentlich der Unterschied? Die Nahtzugabe, das ist das, was links und rechts von der Naht jeweils übersteht. Man kann ja eine Naht nicht direkt an die Stoffkante setzen, weil das Ganze ja dann ausreißen würde und nicht halten würde. Deswegen braucht man da immer ein bisschen mehr Stoff, damit die Naht eben hält. In der Regel werden Nahtzugaben zwischen 0,7 und 1,5 cm genommen. Wenn du ein Schnittmuster hast, wo die Nahtzugaben schon mit eingezeichnet sind, dann steht das immer auch irgendwo mit dabei, wie viel Nahtzugabe denn in dem Schnitt enthalten ist. Hast du ein Schnittmuster, wo noch keine Nahtzugaben mit eingezeichnet sind, musst du dir die Mühe machen, diese entsprechend auf deinem Stoff oder auch auf dem Schnittmusterpapier, wo du das abzeichnen möchtest, entsprechend vorher noch einzuzeichnen. Ich verwende hier gerne eine Nahtzugabe von 1 cm, das ist nämlich bei mir dann genau Nähfüßchen breit. Das kann sich aber dann jeder so einzeichnen, wie er das für sich am liebsten hat. Bei der Saumzugabe ist es etwas anderes. Die Saumzugabe, das ist das Mehr an Stoff, was zugegeben wird, damit man die Stoffkanten am Saum einschlagen kann. Also entweder an dem Ärmel oder auch an dem Pulli oder an dem Kleid unten, wenn man nicht zum Beispiel noch ein extra Saumbündchen mit annähen möchte. Hier sollte man nämlich immer etwas mehr Stoff einschlagen, in der Regel irgendwas zwischen, sage ich jetzt mal, 2,5 und 4 cm. Wenn du nämlich nur ein kleines bisschen einschlagen würdest, zum Beispiel 1 cm, den du dann festnähst, kann es dir passieren, dass sich dort der Stoff immer nach außen klappt. Und um das zu verhindern, nimmt man etwas mehr an Saumzugabe. Worauf muss ich jetzt bei der Einzeichnung von Saumzugaben achten? Grundsätzlich ist es so, wenn du einen Saum hast, der im 90-Grad-Winkel ist, also die Naht, die von oben kommt und die Saumnaht unten stehen in einem rechten Winkel, dann kannst du deine Saumzugabe ganz normal nach unten hin verlängern, zum Beispiel um 3 cm. Schwieriger wird es aber, wenn du ein Schnittteil hast, wo hier kein 90-Grad-Winkel ist, sondern das ein bisschen schräger, entweder in diese oder auch in diese Richtung ist. Ganz beliebt zum Beispiel bei einem Hosensaum unten, wenn die Hosenbeine ja so zulaufen. Wenn du das unten einfach weiter verlängern würdest, würde es immer schmaler und schmaler werden und du kannst den Saum auch nicht mehr schön klappen. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für Ärmel. Bei diesem Schnittmuster, das ist jetzt das, was es in diesem Monat im Premium-Mitgliederbereich gibt, ist es so, dass ich einen schrägen Saum unten habe. Und hier ist es leider im E-Book so beschrieben, dass man hier die Saumzugabe einfach nach unten verlängert, dann kann man das einklappen. Aber ich zeige dir jetzt mal, was passiert, wenn man so einen schrägen Saum einfach nach unten gerade verlängert. Dieses Teil habe ich, wie gesagt, zugeschnitten, wie es im E-Book beschrieben ist, habe dann die 3 cm nach innen eingeschlagen und jetzt sieht man, dass mir hier an der Seite Stoff fehlt. Und auf der anderen Seite habe ich Stoff zu viel. Das ist jetzt im Hobbybereich natürlich kein großes Drama, denn wir nähen ja alle nur für uns und wer guckt denn tatsächlich schon mal innen rein, wie denn die Saumzugaben verarbeitet sind. Wenn man aber hier möchte, dass das wirklich alles schön gerade und ordentlich ist, dann kann man das auch noch ein bisschen besser machen. Und zwar habe ich ja jetzt hier die schräge Saumzugabe und jetzt zeige ich dir mal im Detail, wie ich diese schräge Saumzugabe verlängere, damit, wenn sie hochgeklappt ist, links und rechts immer noch gerade Kanten sind. Hier habe ich jetzt einfach mal das ein bisschen simuliert. Ich habe 2 gerade Kanten, eine schräge und das hier ist jetzt der Effekt, der eben passiert ist. Man klappt das um und dann hat man auf der einen Seite zu wenig und auf der anderen Seite zu viel. Genau das will ich ja nicht. Deswegen habe ich mir jetzt einen extra Streifen Papier zugeschnitten, der genau die Breite meines Saumes schon hat und den klebe ich jetzt genau unten an die Kante. Dabei achte ich darauf, dass links und rechts ausreichend von dem Streifen noch übersteht. Wenn ich das jetzt einmal festgeklebt habe, kann ich an dieser Kante meine Saumzugabe einmal nach oben klappen und jetzt schneide ich links und rechts alles ab, was hier einmal übersteht. Das Ganze könnte man natürlich auch mit einem Geodreieck und dem entsprechenden Winkel machen, aber bis ich jetzt rausgefunden habe, in welchem Winkel ich wie, wo, welche Linie einzeichnen muss, wo das Geodreieck dran muss und so weiter, mache ich es lieber so, denn das ist die deutlich schnellere Alternative. Jetzt sieht man hier, wenn man das aufklappt, sieht das nämlich nicht nach unten verlängert aus, sondern hier ist der gleiche Winkel wie auf der anderen Seite auch. So sieht das Ganze dann in meinem Original aus. Wie gesagt, hier habe ich meine 3 cm Saumzugabe einmal angeklebt und jetzt kann man links und rechts bzw. oben und unten schön sehen, wie sich diese Saumzugabe genau an die Kanten anlegt.
Nach dem gleichen Prinzip gehe ich übrigens auch vor, wenn ich bei einem Ärmel oder auch bei einem Hosenbein gerne mit einem Saum arbeiten möchte. Hier habe ich das jetzt ein kleines bisschen anders gemacht. Also ich habe jetzt hier meinen Ärmel und dann der Strich in der Mitte ist das Ende des Ärmels und das hier unten ist schon meine Saumzugabe. Das heißt, ich habe das Papier so ausgeschnitten, dass unten 3 Zentimeter dran sind, links und rechts etwas überstehen gelassen und jetzt kann ich das auch hier am Ende des Ärmels einmal umschlagen und alles, was jetzt einmal hier übersteht und einmal auf der anderen Seite übersteht, das kann ich jetzt mit der Schere abschneiden. So brauche ich jetzt hier nicht mit einem Winkel irgendetwas ausmessen, sondern kann mich an den eigentlichen Linien an der Seite orientieren. Und wenn beide Seiten dann abgeschnitten sind, dann kann ich das aufklappen und schon habe ich meinen perfekten Saum. Jetzt nochmal zurück zu meinem schrägen Saum. Hier habe ich das jetzt einmal aus dem Stoff fertig ausgeschnitten. Die Saumzugabe ist unten dran und hier sieht man, wie tatsächlich der Saum etwas um die Ecke geht, was im ersten Augenblick ein bisschen merkwürdig erscheint. Und jetzt gehe ich tatsächlich hin und klappe meinen Saum die eingezeichneten 3 Zentimeter nach oben und hier sieht man schon, hier passt das perfekt aufeinander. Dann kann ich das an dieser Stelle mit einer Stecknadel oder hier mit einer Nähklammer fixieren, gehe auf die andere Seite, schlage auch dort meine 3 Zentimeter nach innen ein, freue mich darüber, dass an der Seite alles bündig ist und den Rest des Saumes stecke ich dann genauso und der Saum wird dann im Anschluss mit einem Zickzackstich in diesem Falle, weil es Jersey ist, dann festgenäht. Dadurch, dass ich jetzt ganz sauber gearbeitet habe, konnte ich mit dem Zickzackstich genau über die Kante von dem Saum gehen, sodass der Zickzackstich die Stoffkante hier mit einfasst und gleichzeitig damit auch versäubert. Und so habe ich jetzt einen fertig eingeschlagenen schrägen Saum. Und so sieht jetzt mein fertiges Schnittmuster des Monats aus und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Einzeichnen deiner Saumzugaben. Ciao!